Also die Kette scheint zum zweiten Mal nicht zu halten. Also schaukeln wir wie zwei gelangweilte Gurken übers Wasser. Die Venture tuckert noch neben uns, aber irgendwie verfolgt sie ihren eigenen kleinen Abenteuerkurs. Es wird auch schon ruppiger. Nachdem wir Ibiza erreicht hatten, verliebten wir uns sofort in die traumhaften Buchten. Glasklares Wasser, raue Felsen und endlose Sommerstimmung. Auf unserer Erkundungstour wanderten wir zum höchsten Leuchtturm der Balearen und erlebten einen dieser perfekten Abende, an denen das Meer golden glitzert. Zurück an Bord wurde es allerdings weniger idyllisch. Unsere improvisierten Flopperstopper mussten ab, das Schaukeln blieb hartnäckig und der Wind spielte fröhlich Ping-Pong mit uns. Wir sind noch einmal zu unserer Anfangsbucht hingesegelt, um einen der schönsten Momente noch einmal zu erleben. Doch der ließ sich nicht wiederholen. Immerhin durften wir unseren Weggefährten Attila weiterhin an unserer Seite behalten. Weiter geht's nach Cala de Hort. Wir machen uns auf den Weg. San Antonio, diese Partystadt voller Bässe und Barhocker, ist einfach nicht unser Ding. Und nach den Begegnungen in der letzten Bucht wollen wir ehrlich gesagt schnell weg. Cala de Hort soll traumhaft sein. Es wäre unsere längste Strecke auf Ibiza. Aber die Winde sind hier moderat und das Schlimmste bisher waren Flauten. Also, klar Schiff, Segel bereit und ab dafür. Kein Segel. Irgendwie hat man uns 15 Knoten versprochen. Fast schon auf die Nase. Vielleicht werden wir raus aus der Abdeckung. Jetzt sind es halt 3,7. Vielleicht ist aber auch die Abdeckung. Und da drüben die Venture. Der Attila. Der hat auch keinen so Wind. Also schaukeln wir wie zwei gelangweilte Gurken übers Wasser. Solche lauen Winde sind manchmal ziemlich anstrengend, denn die langsame Geschwindigkeit drückt einem die Langeweile auf. Gleichzeitig muss man stark auf die Segel achten. Dreht man zu weit in die eine Richtung, kann die Korrektur schon mal eine halbe Stunde dauern. Doch wir bleiben entspannt. Immer in der Hoffnung, dass nur die Insel gerade ein Stück des Windes blockiert.
Und siehe da, 3 Knoten. Ein Wunder. Die Venture tuckert noch neben uns, aber irgendwie verfolgt sie ihren eigenen kleinen Abenteuerkurs. Kaum raus aus dem Windschatten. Bam! Die Brise packt uns wie ein Turbo. 5,5 Knoten. Für unser Boot fast Lichtgeschwindigkeit. Noch eine Möglichkeit wäre hier abzukürzen, aber wir haben gehört, dass es sehr flach ist. Deswegen gehen wir ein bisschen außen rum. Das war da. Ist aber kein großer Umweg. Keine 10 Minuten am Windkurs, schon haben wir fast Halbwindkurs. Obwohl wir gar nichts geändert haben. Aber ja, vielleicht lenkt es halt auch ab. Oder die Felsen lenken halt den Wind wahrscheinlich auch um. Ja. Deshalb sich jetzt der Kurs ändert, weil wir hinter den Felsen fahren. Hier ist es wirklich tückisch mit den hohen Klippen und Bergen. Manchmal kommt der Wind aus ganz anderer Richtung und pustet mal mehr, mal weniger. Eine Lösung dafür haben wir noch nicht gefunden. Und wie blau ist bitte dieses Wasser? Und wieder dreht der Wind auf. Wir müssen reagieren. Es wird auch schon ruppiger. Dann ist der Kurs auch entspannter. Jetzt die 3 Meilen, wir haben aufgegeben. Absolut gar kein Wind. Jetzt so natürlich in der letzten Meile kommt jetzt noch irgendwie irgendwas, aber nee. Attila versucht's noch. Das Buch wieder vorbei. So crazy. Da hatten wir einfach 18 Knoten, Über 20. über 20 sogar teilweise in den Böen Wind, und jetzt haben wir eine halbe Meile später wieder 5 Knoten. Das Wetter hier ist schon ein bisschen crazy, also zumindest hier die Verwirbelung. Während wir mit null Wind hier zu kämpfen haben, weiß ich nicht, was Attila recht macht. Der hat wahrscheinlich mit drehenden Winden zu tun. Aber natürlich hält das nicht lange. Die nächste Klippe mischt sich ein und zack, der Wind spielt wieder komplett anders. Als wären wir in einem Segelvideospiel. Und statt dass der Wind jetzt von da kommt, kommt er von da. Ja, das ist diese Drehung, von der ich geredet habe. Dreht einmal hier so rum, macht eine Kurve und kommt hier zurück. Und während wir innen rumgehen, geht Attila außen rum. Und wir vermuten mehr Wind. Deswegen mal Sicherheitswesten. Wir haben jetzt teilweise 0,5 Knoten. Naja, da hinten sieht man die Luftlinie, wo es dann ein bisschen mehr wird, obwohl es ja da sind wir verbrutzelt. Ah, und da hinten ist Attila. Doro hat schon innerlich aufgegeben.
Segel machen, was sie wollen. Und Attila hat sein Segel auch schon runtergemacht. Aber eigentlich müsste er super Wind haben. Das ist definitiv eine unserer verrücktesten Fahrten. Wir wissen nie so richtig, wann der nächste Windstoß uns wieder Schub gibt. Soße, guck mal. Kichererbsen geöffnet und Paprika geschnitten. Na gut, wir haben jetzt doch den Motor angemacht. Es sind nur noch 5 Meilen und wir glauben nicht, dass jetzt noch einmal Wind kommt. Natürlich. Sobald wir die Bucht ansteuern, Wind aus dem Nichts. Der Klassiker. 5,5. Plus 1,3. Ja. Jetzt bist du schon wieder. Ja, okay. Hä? Egal. Was? Nichts. Ja? Und dann rückwärts. Warte. Also die Kette scheint zum zweiten Mal nicht zu halten, aber ich gucke es mir jetzt mal unter Wasser an. Nach nun mehreren Ankerversuchen fragt man sich irgendwann, was da unten los ist. Aber der Anker will sich einfach nicht richtig drehen. Mit dem Bruce-Anker macht das definitiv keinen Spaß. Tschüss, kleines Boot. Was macht man, wenn man ein anderes Boot vertreiben sieht? Schwierig. Dazu muss man sagen, die hatten sehr wenig Kette draußen. Zuerst sind sie mit dem Katamaran kollidiert, dabei ist der Außenborder über Bord gefallen und jetzt treibt es immer weiter davon. Das Boot ist inzwischen in die Nacht hinausgetrieben. Mehrere Rettungsversuche mit Dinghies und sogar per Funk sind gescheitert. Und am Morgen steht das kleine Boot einfach wieder da, als wäre nichts gewesen. Die Bucht, ein Traum. Eine der schönsten, die wir auf Ibiza erlebt haben. Postkartenmaterial pur. Aber Schönheit hat hier ihren Preis. Die Bucht ist so offen, dass jeder Schüttelmoment ungefiltert reinknallt. Schlaf, eine ferne Erinnerung. Wenn's oben wackelt, na gut, dann tauchen wir halt ab. Unter Wasser ist wenigstens Ruhe. Und einen kleinen Überraschungsgast gab es auch. Und ratet mal, was das Boot macht, das gestern abgetrieben ist. Richtig, es treibt wieder ab. Diesmal belästigt es sogar Attilas Boot. Wir haben erneut im Restaurant angerufen, das wiederum den Besitzer kontaktiert hat. Und dann hat auch noch der Wind aufgefrischt.
So schön das auch hier ist. Nachts rollt so dermaßen. Es ist auch echt schwül. Und ich fühle mich jeden Morgen wie komplett überfahren. Ja, aber zum Glück haben wir eine kleine Methode dagegen. Ins Wasser springen. Nach nun 3 Tagen Schaukelfestival brechen wir auf. Wind perfekt, Strecke perfekt, Formentera, wir kommen. Und Attila segelt immer noch mit uns, was uns richtig freut. Gute Gesellschaft trägt weit. Kurzer Schadensbericht. Ein Brett und eine Flasche sind umgefallen. Unsere Handcreme und unser Gewürzregalstopper. Ein Gewürz. Und das Geilste. Kein Sinn aufzuräumen. Ja. Die Bananen. Die Bananen. Die hat einfach Harakiri begangen. Ach ja, am Windkurs hatten wir komplett verdrängt, wie ruppig das manchmal werden kann. Wir sind auf Formentera gelandet. Und es ist noch krasser partymäßig als auf Ibiza. Und dann prügelt uns von 3 Seiten Bass entgegen. Formentera ist scheinbar Ibizas großer, lauter Partybruder. Wir waren etwas überrascht. Ja, also es wird eng zwischen der Gaia und euch. Wir sind schließlich weitergefahren, denn unsere neuen Freunde von der Gaia haben uns erzählt, dass es hier spezielle Bojen zu mieten im Naturschutzgebiet gibt. Also nichts wie hin. Ab ins Bett. Morgen erkunden wir die Insel. So, wir sind jetzt auf der kleinen Insel Es Palmador, die auch zu Formentera gehört. Das ist ein Naturschutzgebiet und wir wollen es heute ein bisschen erkunden mit unseren Freunden gemeinsam von der Gaia, bevor die dann abzischen. Ja, wir sind gespannt, was es bietet. Als erstes haben wir auf jeden Fall den pinken Strand, der sehr spannend ist, aber man es leider nicht so auf der Cam sieht. Und weiter hinten befindet sich dann noch der Strand der Algen. Ist auch sehr, sehr spannend.
Okay, wir sind jetzt irgendwie an einem anderen Strand angekommen, aber so krass. Überall wird Party gefeiert und also irgendwie keine Ruhe. Und wir haben theoretisch noch nicht mal High Season. Ja, und das ist jetzt hier der Seegrasstrand. Der ist komplett mit Seegras. Das ist hier alles Seegras, komplett alles. Also das ist wie so ein Berg, der auf dem Strand liegt. Richtig cool, noch nicht sowas gesehen. Trocken und es riecht auch gerade, wenn die Sonne so drauf scheint. Huiuiui, Meer pur. Nach einem kurzen Segeltrip sind wir wieder bei Attila. Und die ersten Deutschen haben uns schon direkt angehalten und gesagt, jo, checkt mal Arome. Da geht's richtig wild ab. Anscheinend 30 Knoten von rechts, 30 Knoten von links. Heute Abend jetzt mal gucken. Wir haben jetzt beinahe 40 Meter Kette draußen. Wir haben auch keine Lust nochmal auf eine Rutschpartie. Ich gehe jetzt nochmal den Anker checken. Und dann kündigt sich dieses merkwürdige Wetterding an. Genau wie letztes Jahr, als Boote reihenweise abgesoffen sind. Aber das erzählen wir euch beim nächsten Mal.